Die deutschen Untertitel und Stimmen in diesem Video wurden automatisch erzeugt. Bitte melde dich bei uns, wenn du eine Rückmeldung hast. Hallo und herzlich willkommen zur Believers Voice of Victory Sendung. Ich bin John Copeland und freue mich total, dass du dir trotz deinem vollen Terminkalender Zeit genommen hast, um dabei zu sein. Es ist wirklich eine Ehre, dich heute hier bei uns zu haben. Und ich sage dir, noch etwas ist eine große Ehre. Ich habe heute jemanden hier, der diese Woche richtig spannende Themen mitbringt. Viele Fragen, die heute ganz aktuell sind in unserer Welt, wie Nephilim, Riesen, Außerirdische und solche Sachen. Also Rick, das, was ich online von dir gesehen habe, das fesselt einen einfach total. Und das ganze Thema mit Noahs Arche und wie man die Arche findet. Und ich weiß echt nicht, ob eine Woche reicht, um das alles unterzubringen, weil es einfach mega spannend ist. Und ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Denk daran, dass ihr die Notizen von dieser Woche immer auf unserer Webseite runterladen könnt. Dort könnt ihr nochmal alles nachschauen und vielleicht können wir da auch deine Bilder und ein paar Videos hochladen. Ja, wir können euch alles geben. Da könnt ihr übrigens auch nochmal nachschauen, weil wir diese Woche ein paar Dinge zeigen, die euch bestimmt interessieren werden. Aber ich freue mich total, dass du hier bist, Rick. Wir hatten gerade eben noch ein Gespräch. Ich weiß, wir sind jetzt schon mindestens 30 Jahre gemeinsam unterwegs, oder? Sogar noch länger. Ich bin vor über 30 Jahren nach Minsk gekommen. Ja, noch länger. Wie lange sind Kenneth Copeland Ministries und Rick Renner denn schon verbunden? Seit 1993, schon seit 1993. Deine Mutter hat mich angerufen und gesagt, wir müssen mit dir und Denise sprechen. Also sind wir hierher geflogen und an diesem Tag wurden sie unsere Partner und wir wurden eure Partner. Und wir arbeiten wirklich schon all die Jahre zusammen. Und John, ich nehme mir immer gern einen Moment Zeit, um zu sagen, dass ich viele der Abläufe bei Kenneth Copeland Ministries kenne, weil ich geholfen habe, eure Arbeit in der ehemaligen Sowjetunion zu organisieren. Und Kenneth Copeland Ministries geht wirklich verantwortungsvoll mit dem Geld ihrer Partner um. Es fasziniert mich immer wieder, wie sorgfältig ihr mit diesen Mitteln umgeht und wie wachsam ihr sie verwaltet. Weißt du, die Leute können ihr Geld ja überall hingeben. Und wenn Menschen ihr Geld in eure Arbeit geben, dann ist das wirklich ein großes Vorrecht. Kenneth Copeland Ministries hat immer, das ist wirklich eine große Verantwortung. Die Verwaltung dieser Mittel war bei ihnen immer sehr klug und weise. Weißt du, Papa und Mama legen immer total viel Wert auf Integrität. Das war für mich richtig gut, in so einem Umfeld aufzuwachsen, weil ich meinen Kindern genau das Gleiche weitergegeben habe. Ehre, Integrität, dein Wort halten, das, was du sagst, machst du dann auch wirklich. Das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Nein, leider nicht. Leider ist das sogar im Dienst manchmal so. Deshalb schätze ich es umso mehr, dass du das sagst. Und das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Und ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr all die Jahre Partner an unserer Seite wart. Denn ihr habt Anteil an all der Frucht, die geerntet wurde. Und ehrlich, es ist fast unmöglich zu übertreiben, wie viel Frucht in all den Jahren geerntet wurde, während wir in der ehemaligen Sowjetunion waren. Es sind 35 Jahre, John. 35 Jahre. Und wir arbeiten weiterhin zusammen. Also, du und Denise, als die Mauer gefallen ist, da wart ihr direkt mittendrin in der ehemaligen Sowjetunion. Ja, das waren wir. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was gerade so in Russland passiert und wie das dort aussieht. Außerdem habt ihr, genau wie in eurem Dienst, auch eine Fernsehsendung. Ja, haben wir. Das läuft auf dem Victory Channel. Ihr könnt also einfach einschalten. Falls ihr ihre Sendung noch nicht gesehen habt, die ist wirklich richtig gut. Schaltet das mal auf Victory ein. Du bist ja auch auf anderen Sendern zu sehen. Ihr habt doch auch euer eigenes Netzwerk, oder? Wir haben 2 Sender. 2 Sender. Ja, Gott wirkt wirklich in Russland. Wir haben ja gesehen, wie sich die Geschichte völlig verändert hat. Als wir in die ehemalige Sowjetunion gezogen sind, war das ein Land, das völlig heruntergekommen war. Heute verändert sich alles grundlegend. Und ich sage euch, in Russland läuft es wirklich gut. Und ich glaube, das ist die beste Zeit für das Evangelium. In den Anfangsjahren gab es eine übernatürliche Offenheit. Man konnte ein Treffen machen und Tausende, ja Zehntausende kamen. Aber ich bin überzeugt, dass wir gerade jetzt die allerbesten Früchte sehen. Und John, unsere Gemeinde steht wirklich fest. Und jetzt gründen wir überall in Russland Gemeinden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben sogar eine Online-Gemeinde. Und es ist nicht einfach nur ein Online-Gottesdienst, es ist eine komplette Gemeinde auf Russisch. Es gibt einen Frauen-, Männer- und Kinderdienst, Seelsorger und Hauskreise. John, wir haben 300.000 Mitglieder in unserer Online-Kirche.
Wow. 300.000. Ist das hauptsächlich in Russland, oder? Überall auf der Welt. Überall dort, wo es russischsprachige Menschen gibt. Wir sind stark vertreten in Südamerika und Asien. Überall, wo es russischsprachige gibt und wo es keine Gemeinde für sie gibt. Und so sind wir zur Gemeinde für 300.000 Menschen geworden. Und wir sind auf dem besten Weg, 500.000 Mitglieder in unserer Online-Gemeinde zu erreichen. Ich meine, das ist doch einfach unglaublich. Es ist wirklich erstaunlich. Und jetzt, weil sich all die Leute aus dem Internet finden, wollen sie sich in Gruppen treffen. Wir haben richtig große Gruppen von Leuten aus dem Internet. Wir gründen Gemeinden und so wächst das Ganze einfach immer weiter. Es ist wirklich erstaunlich. Und vor ein paar Jahren haben wir ein Netzwerk gekauft und dieses Netzwerk dann komplett verändert. Und jetzt senden wir zu euch allen. Wir senden viel von unseren Freunden. Und dann vor 1,5 Jahren hat sich für uns die Tür geöffnet, mit etwas zu starten, das man einen föderalen Kanal nennt. Ein bundesweiter Kanal ist ein Sender, der wirklich in jeden Haushalt in ganz Russland geht. Und das sind 11 Zeitzonen. Dieser Kanal ist ein bisschen anders. Da sind ausschließlich russische Moderatoren. Es ist alles sehr durchgestylt. Es hat einen typisch russischen Stil. Es gibt viele Talkshows. Und ihr werdet es verstehen, aber wir produzieren jede Woche 16 eigene Sendungen. Das ist echt eine riesige Aufgabe. Das ist richtig viel Inhalt. Wir haben Leute aus der Regierung. Wir haben Leute aus der orthodoxen Kirche. Alle gesellschaftlichen Schichten sind jetzt auf unserem Kanal vertreten. Und John, das ist echt erstaunlich, wenn man überlegt, wo das alles angefangen hat. Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt, aber ich glaube wirklich, wir erleben gerade die besten Früchte, die wir je gesehen haben. Und nochmal, danke, dass du unser Partner bist. Oh, das ist einfach genial. Nein, das war wirklich super. Ihr beide, du und Denise, seid einfach seit all den Jahren total verlässlich und standhaft gewesen. Ich habe nie von einem einzigen Streit gehört. Ich habe nie etwas von einer Panne oder einem Problem gehört, weißt du? Und es war einfach immer nur geradlinig, beständig und voller Liebe zu Gott. Was soll ich heute tun, Gott? So wie Mama und Papa es eigentlich immer gemacht haben, oder? Das haben sie sich nicht alles selbst ausgedacht. Es war nie so geplant, aber sie haben einfach jeden Tag gefragt, was sollen wir als nächstes tun? Und genau das machst du heute noch. Du hast es schon mit der Gemeinde gemacht. Jetzt machst du das Gleiche mit den Netzwerken. Jetzt machst du das mit der Online-Gemeinde. Ich möchte dir einfach sagen, ich habe echt großen Respekt vor dir und Denise und sie ist wirklich großartig. John, vielen Dank dafür. Denise wird immer besser. Wie ein guter Wein. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Danke. Also dieses Buch, jetzt, das Buch, das wir diese Woche anbieten werden, Gefallene Engel, Riesen, Monster und die Welt vor der Sintflut. Was hat dich denn zu diesem Buch inspiriert? Also zuerst möchte ich sagen, das ist wirklich ein übernatürliches Buch. Ich habe das in 15 Tagen geschrieben. Ich schreibe ja oft Bücher, aber als ich den Schlusspunkt gesetzt habe, dachte ich echt, wow, wie ging das eigentlich so schnell? Und dann war es fertig. Der Auslöser für das alles war, dass ich ein Video gesehen habe, und zwar ein Video von einem Mann, der behauptet hat, er hätte die Überreste der Arche Noah gefunden. Und John, ich musste lachen, ich war total skeptisch. Ich dachte nur, das ist doch total lächerlich. Und weißt du was? Ich konnte das einfach nicht abschütteln. Und das hat mich wirklich jahrelang begleitet. Und dann habe ich plötzlich auf Social Media immer wieder was über die Ruinen der Arche Noah gesehen. Also habe ich herausgefunden, wer eigentlich der Verantwortliche für diese Ausgrabungsstätte ist. Und den habe ich dann angerufen. Und ich habe gesagt, ich möchte kommen, ich will Zeit in den Bergen von Ararat verbringen und ich möchte selbst sehen, ob das hier wirklich die Überreste der Arche Noah sind. Also habe ich mein Kamerateam eingepackt und wir sind losgezogen. Sind die Berge von Ararat in der Türkei? Ja, sie sind im Osten der Türkei. Ein Vorteil am Leben in Moskau ist, dass es so nah am Nahen Osten liegt. In nur ein paar Stunden kann ich überall sein. Also sind mein Team und ich ins Flugzeug gestiegen. Wir sind nach Istanbul geflogen, sind dort umgestiegen und sind dann ganz in den Osten der Türkei geflogen. Und es gibt schon einen Grund, warum kaum jemand dorthin fährt. Also man muss sich wirklich Mühe geben, um dahin zu kommen. Und wenn man dann dort ist, gibt es nicht gerade viele schicke Hotels. Es ist ziemlich abgelegen. Also es ist wirklich ziemlich abgelegen. Früher gab es da viele Entführungen, aber heute ist es besser geworden. Und, John, es ist wirklich erstaunlich, dass es auf der Arche sogenannte Drogsteine gab. Die Berge von Ararat sind riesig. Viele denken ja, dass die Arche auf dem Berg Ararat gelandet ist, aber das steht so gar nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass sie in den Bergen von Ararat gelandet ist und genau dort befinden sich diese Überreste. Sie liegen auf einem niedrigeren Berg in den Bergen von Ararat. Und John, es ist wirklich erstaunlich, dass es auf der Arche sogenannte Drogsteine gab. Drogsteine, das waren gewaltige, riesige Steine, die an der Seite des Schiffs hingen und das Schiff bei schlechtem Wetter stabilisieren sollten. Unten im Tal, direkt unterhalb der Ruinen der Arche Noah. Da liegen diese riesigen Drogsteine.
Und als das Wasser langsam zurückging und Noahs Boot langsamer wurde, fingen er und seine Söhne an, diese Steine zu lösen. Nun wisst ihr was? Man kann diese Steine wie eine Spur aus Brotkrumen verfolgen. Ist das nicht eine richtige Fährte? Und man kann wirklich nachvollziehen, wie die Arche damals genau diesen Weg genommen hat, dann rechts abgebogen ist und schließlich in den unteren Bergen von Ararat gelandet ist. Viele Menschen haben auf dem Berg Ararat danach gesucht. Das ist unmöglich. Der Berg Ararat ist ein Schichtvulkan. Und selbst wenn die Arche dort gelandet wäre, was ja vermutlich zur Zeit der Sintflut noch gar nicht der Fall war, dann wäre sie dort einfach zerborsten. Sie wäre einfach mit Lava überdeckt worden. Dort hätte sie niemals überlebt, aber sie ist ja auch nicht dort gelandet. Sie ist in den Bergen von Ararat gelandet. Und was auch ziemlich spannend ist, das British Museum hat vor kurzem eine Keilschrifttafel gefunden, eine babylonische Karte. Und als sie die andere Seite umgedreht haben, haben sie eine uralte Karte gefunden, die genau zeigt, wo die Arche Noah gelandet ist. Und das ist genau dort, wo die Ruinen in den unteren Bergen von Ararat liegen. Wow. Berichtet die Medienlandschaft, also die großen Medien, überhaupt darüber? Ja, das wird weltweit von den Medien aufgegriffen. Die britische Presse, die israelische Presse, die türkische, überall wird darüber berichtet. Ich hab's auf Social Media gesehen, auch auf deiner Seite und so. Das lief ja gerade erst bei Fox News. Ehrlich gesagt glaube ich, mein Buch hat das Thema schon ein Stück weit ins Rampenlicht gerückt. Also, die Leute fangen wirklich an hinzuschauen. Auf den unteren Bergen von Ararat gibt es eine Struktur, die 300 Ellen lang ist. Als die Arche damals gelandet ist, ist sie weiter oben gelandet und man kann hinaufgehen zu dem, was man die Landestelle nennt. Und wisst ihr was? Die liegt direkt an der iranischen Grenze. Also sind wir mit unserem Filmteam dorthin gefahren und ganz oben an der iranischen Grenze stehen überall diese iranischen Wachen. Wenn man die Kameras in diese Richtung hält, richten sie sofort ihre Gewehre auf einen. Also man kann in diese Richtung nicht filmen. Aber dort ist die Arche gelandet und im Laufe der Jahre ist sie dann durch den Schlamm heruntergerutscht. Und John, die ganze Seite von diesem Berg besteht aus Schlamm. Das ist tatsächlich noch immer der Schlamm von der Flut bis heute. Und sie ist dann bis zu ihrem heutigen Standort hinuntergerutscht. Danach wurde sie von Erde bedeckt und verschwand einfach aus der Geschichte. Also im Mai 1948, im selben Monat, in dem Israel wieder als Nation gegründet wurde, gab es ein Erdbeben. Und bei dem Erdbeben wurde der Schlamm von diesem Objekt abgeschüttelt. Da wurde deutlich, dass das die Überreste eines Schiffes in den unteren Bergen des Ararat waren. Und wegen dieses Erdbebens haben sie neue Karten für die Gegend gemacht. Und die Flugzeuge, die darüber geflogen sind, haben Fotos von der Landschaft gemacht. Und als die Experten das gesehen haben, haben sie gefragt, was? Was ist das? Ich habe Bilder davon in diesem Buch. Sie sagten, das ist ein Schiff in den Bergen von Ararat. Also sie haben diese Fotos gemacht und sie an den Mann geschickt, der Satellitenexperte war, derselbe Mann, der damals während der Kuba-Krise all die sowjetischen Raketen gefunden hat. Und er sagte, ohne jeden Zweifel, das, worauf Sie da schauen, sind die Überreste eines Schiffes. Genau 300 Ellen lang. Da habe ich den Kurator gefragt. Sind Sie wirklich sicher, dass das die Arche Noah ist? Er meinte, also ich sag's mal so, wir sind sehr weit entfernt vom Meer. Wir befinden uns hier im Gebirge Ararat. Und sie ist 300 Ellen lang. Und ja, durch Bodenradar wissen wir jetzt ganz genau, dass es 3 Decks gibt. Es gibt Räume. Er sagte, kennst du ein anderes Schiff, das in den Bergen von Ararat sein sollte? Ich sagte, jetzt, wo du es sagst, fällt mir keins ein. Er meinte, also entscheid du, ob das die Arche Noah ist. Aber John, das ist es wirklich. Und wenn man es mal aus der Drohnenperspektive sieht, es räumt alle Zweifel aus dem Weg. Ich habe die Bilder gesehen. Ja, man kann es sehen. Es ist ein Schiff, wirklich ein Schiff. Warum denkst du, zeigt Gott das gerade jetzt? Ich glaube, Gott spricht auf eine prophetische Weise zu der Welt. Und ich bin überzeugt, dass die Nachricht von der Arche Noah immer bekannter werden wird. Die Menschen werden mehr darüber hören. Es gibt jetzt jedes Jahr ein großes, wirklich großes Symposium, das unsere Arbeit auch mit unterstützt hat. Und das heißt Noahs Arche am Berg Ararat. Da kommen Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen, um über diese Überreste zu sprechen. Aber Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 37, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, kurz bevor der Menschensohn wiederkommt. Und ich bin wirklich überzeugt, dass die Arche Noah wieder aufgetaucht ist, um uns an das zu erinnern, was vor der Flut passiert ist, als eine prophetische Botschaft, dass wir tatsächlich am Ende des Zeitalters angekommen sind. Ich glaube, dass wir genau da stehen. Ich denke das auch. Und es ist fast so, als würde man sagen, ach ja, wirklich? Warum sollte es denn passieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass es gerade in meinem Leben passiert?
Oder? Ich meine, wir warten ja schon seit 2000 Jahren darauf, dass er kommt. Also irgendwie denkt man sich, echt jetzt? Kommt er wirklich schon, während ich lebe? Oder wenn meine Kinder oder Enkel noch da sind? Aber ehrlich, alles deutet darauf hin. Also erzähl mal, wie war das damals? Denn die Bibel sagt, es wird so sein wie vor der Flut. Darf ich noch ein bisschen mehr über die Arche Noah erzählen? Ja, klar. Nein, geh ruhig in die Richtung, in die du willst. Also die Bibel sagt uns im 1. Mose, dass Noah, als er aus der Arche kam, zusammen mit seinen Söhnen die allererste Stadt gebaut hat. In den Klippen. Direkt oberhalb von Noahs Arche liegen die Ruinen, was wie das erste Dorf aussieht, das nach der Sintflut gebaut wurde. Ist das nicht erstaunlich? Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und als das Wasser immer weiter zurückging und die Tiere immer weiter hinabstiegen, ließen sich Noah und seine Familie schließlich im Tal darunter nieder. Und im Tal unterhalb der Arche Noah, da steht ein Haus, das ist viele, viele tausend Jahre alt. Und die Byzantiner haben dort eine Kirche draufgebaut, um daran zu erinnern. Sie sagten, das sei der Ort, an dem Noah und seine Familie gelebt haben, nachdem sie den Berg Ararat verlassen und ins Tal hinuntergezogen sind. John, wenn du diesen Ort besuchst, dann wird die ganze Bibel auf einmal lebendig. Und ich sagte zu meiner Frau, ich muss zurück zur Arche Noah. Wenn man einmal dort war, hat man das Gefühl, immer wieder an diesen Ort zurückkehren zu müssen. Und wenn man sich vorstellt, dass von dort aus alles noch einmal neu angefangen hat, und wenn du zur Arche Noah gehst und oben auf diesem gewaltigen, riesigen Bauwerk entlangläufst und dann, wenn du den Hügel runtergehst, ich habe meine Frau mitgenommen. Also das ist schon ziemlich anstrengend, aber wenn du dann den Hügel runtergehst bis ganz nach unten, da musst du durch eine riesige Senke, die vom Wasser ausgespült wurde. Und wenn du dann unten an der Arche stehst und nach oben schaust, John, bleibt dir einfach der Mund offen stehen. Die Arche ist einfach riesig. Sie ist wirklich gewaltig. Was Gott ihm und seiner Familie aufgetragen hat, ist einfach unvorstellbar. Und wenn man dann anfängt, einmal komplett außenrum zu laufen, es hat bei ihm, wie lange gedauert? 100 Jahre? 100 Jahre hat das gedauert. 100 Jahre? Er hat mit dem Bau begonnen, als er 500 war. Sie sind in die Arche gegangen, als sie 600 waren. Und er musste ein reicher Mann gewesen sein. Also wirklich, er musste richtig wohlhabend sein, einfach wegen all dem Material, das für die Arche gebraucht wurde. Weißt du, die Bibel sagt uns, es war Gopherholz. Niemand wusste jemals, was eigentlich Gopherholz ist. Aber jetzt wissen wir, was Gopherholz ist. Weil man versteinerte Holzstücke von der Arche genommen hat. Die haben das untersucht. Das ist Schichtholz. Gott hat Noah die Fähigkeit gegeben, Schichtholz zu machen, das absolut wasserdicht ist. Das hält Wasser ab. Es gibt kein sogenanntes Gopherholz, sondern es war laminiertes Holz. Sie haben Nieten gefunden. Ich meine, sie haben wirklich alle möglichen Sachen gefunden. Und mit dem Bodenradar können sie tatsächlich das ganze Rippengerüst des Schiffes erkennen. Und jetzt, weil die Erde anfängt, unter der Arche wegzubröckeln, heben sich die Seiten der Arche deutlich ab und man kann die Rippen nachverfolgen. John, das ist wirklich erstaunlich. Werden Sie es ausgraben? Sie fangen jetzt gerade mit den Ausgrabungen an und sie gehen dabei richtig vorsichtig vor. Genauso ist es mit dem kleinen Ort oben und dem Haus unten. Ich nehme an, Sie wollen auch dort graben. Sie konzentrieren sich allerdings wirklich nur auf die Arche. Aber Sie müssen vorsichtig sein, weil das eine sehr heikle Gegend zwischen der Türkei und Armenien ist. Also Sie müssen dort wirklich sehr aufpassen, aber Sie haben jetzt die Genehmigung, um mit den Ausgrabungen zu beginnen. Ich bin so dankbar, dass mein Freund Andrew Jones dort der Leiter ist. Ich habe da 2 Monate mit meinem Team verbracht. John, wir haben gefilmt und gehen jetzt nochmal zurück, um weiterzudrehen. Ich musste mir einfach ganz sicher sein, ob das echt ist, bevor ich ein Buch veröffentliche und sage, dass es stimmt. Aber ich will euch sagen, das ist wirklich echt. Das ist unglaublich. Und es ist wirklich so, ja, wir leben genau in dieser Zeit. Ja, sind wir. Weißt du, wenn man mal drüber nachdenkt, was gerade alles passiert. Und ich glaube, Erweckung ist schon da und kommt nach Amerika und in die ganze Welt. Wisst ihr, dieses Jahr 2026 hat Gott meinem Vater das Wort gegeben, dass es das Jahr der großen Veränderung ist. Und er sagt dann, im September. Da werdet ihr sehen, das wird der Anfang von Frieden im Land sein. Deshalb wird es spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Aber es ist wirklich so. Wir leben mitten in biblischen Zeiten. Ja, das tun wir. Wirklich, absolut. Und wenn solche Dinge entdeckt werden, dann ist es einfach so, dass Gott sich zeigen wird. Die Menschen werden sich entscheiden müssen. Aber die Entscheidung, die sie haben, ist wirklich ganz klar, schwarz oder weiß. Wählst du Gott oder wählst du ihn nicht? Aber er zeigt sich und macht deutlich, dass er ein gnädiger Gott ist.
Oder? Ich will jedem die Chance geben, zu erkennen, dass das echt ist, dass ich echt bin. Und die Leute werden sich entscheiden müssen. Ich glaube, wir sehen schon, dass diese Grauzonen verschwinden. Man sieht es in unserer Gesellschaft. Da gibt es wirklich nur noch Gut und Böse. Genau, das sehen wir. Weißt du, wir sehen, wenn zum Beispiel jemand wie Charlie Kirk ermordet wird, trauert das ganze Land um ihn und die andere Seite jubelt sogar noch darüber. Verstehst du? Jemand wird umgebracht. Es ist so, als ob die Grenze jetzt ganz klar wäre. Also in Jesaja 5, Vers 20 steht, dass am Ende der Zeit die Leute die Dunkelheit Licht nennen und das Licht Dunkelheit nennen werden. Und wir leben wirklich in einer Zeit der totalen Verwirrung. Jesus hat ja in Matthäus 24 gesagt, gebt Acht, dass euch niemand verführt. Und dieses Wort verführen kommt im Griechischen von planao. Das bedeutet im Grunde ein moralisches Umherirren am Ende der Zeit. Und zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, also in der Zeit dazwischen, sagen manche Leute, Gott hätte in diesen Jahren nicht gesprochen, aber Gott spricht eigentlich immer. Er spricht immer. Und es gab damals Leute, die haben ganz genau aufgeschrieben, dass man erkennen wird, wenn das Ende der Zeit naht, weil dann Irrgeister in die Gesellschaft freigesetzt werden. Erst gestern haben Denise und ich die Nachrichten geschaut und da gab es eine Anhörung im Senat und sie haben einen Arzt gefragt, kann ein Mann ein Baby bekommen? Der Arzt hat sich geweigert, diese Frage zu beantworten. Ich meine, so eine Verirrung ist heute in unserer Gesellschaft unterwegs. Man kann auf die Frage, ob ein Mann ein Kind bekommen kann, keine Antwort geben. Und wenn Leute nicht mehr wissen, ob sie ein Mann oder eine Frau sind, dann ist das wirklich Verblendung. Wir leben wirklich in einer Zeit der Gesetzlosigkeit. Und wisst ihr was? Genau das ist vor der Sintflut in der Welt passiert. Vielleicht können wir im nächsten Teil darüber sprechen. Ja, ich wollte dich noch fragen, bevor wir heute fertig sind, dass wir in den nächsten 4 Tagen einfach mal ein paar Themen anreißen, die wir in dieser Zeit besprechen wollen, also wie es vor der Flut war. Nephilim, Riesen, okay, machen wir. Aber ich muss dich schon mitnehmen an ein paar interessante Orte. Bist du damit einverstanden? Genau deshalb sind wir hier. Alles klar. Los geht's. Ich würde da richtig gern tiefer einsteigen. Ja, einfach mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wo du denkst, dass es diese Woche hingeht. So, die Leute wollen einschalten und genau das hören. Also Jesus hat gesagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein am Ende, kurz bevor der Sohn des Menschen kommt. Und wenn wir wissen wollen, was vor uns liegt, dann heißt das, wir müssen zurückschauen und sehen, was damals vor der Flut passiert ist. Denn im Griechischen steht wörtlich, dass es eine Wiederholung geben wird, eine Wiederholung. Also was damals passiert ist, wird jetzt wieder geschehen bis zum Ende des Zeitalters. Und John. Das heißt, es geht jetzt erst richtig los. Wir werden noch einige verrückte Sachen erleben, bis das Zeitalter zu Ende geht. Und das macht manchen Leuten Angst, aber Gott will niemanden erschrecken. Gott will uns vorbereiten. Also ist das Ende des Zeitalters der Zeitpunkt, an dem die Auferstehung kommt? Die Auferstehung, die Entrückung der Gemeinde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil die Leute Fragen stellen. Und je verrückter die Dinge werden, desto mehr Angst bekommen die Menschen. Aber wenn du weißt, was die Bibel sagt, dann gibt dir das Frieden. Du kannst dann sagen, ach, die Bibel hat ja schon gesagt, dass das so kommen wird. Wie sollen Menschen das nur ohne Gott schaffen? John, ich weiß es nicht. Ich habe da neulich mit jemandem drüber gesprochen. Und es ist wirklich so. Ohne Gott, wie soll man da Hoffnung haben? Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall für uns, wir sterben und sind dann bei Jesus im Himmel, oder? Genau. Aber wenn du keinen Gott hast, woher nimmst du dann Hoffnung? Und ich glaube, genau deswegen schließen sich viele Leute solchen Dingen an, demonstrieren hier, protestieren da, weil sie sonst keinen Sinn sehen. Also suchen sie sich eben irgendwie einen Sinn, oder? Und dann engagieren sie sich halt für irgendeine Sache oder irgendwas anderes. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Hoffnung durch diese Welt zu gehen. Also, ich bin echt froh, dass wir Hoffnung haben und wir sind keine Menschen ohne Hoffnung. Du hast Hoffnung. Wenn du Jesus hast, hast du Hoffnung. Du musst keine Angst haben vor dem, was kommt, denn Gott wusste von Anfang an, dass das alles passieren würde. Die, die hier bleiben, werden erleben. 1000 fallen zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, aber es wird mich nicht treffen. Genau da liegt deine Hoffnung. Wir sind gleich wieder zurück. Wenn du die Nachrichten oder Social Media verfolgst, denkst du dann auch, dass wir uns in der Endzeit befinden? Weil mir das auch schon oft so gegangen ist. Ich habe Rick Renner schon darüber sprechen hören, dass die Endzeit sich anfühlen würde wie die Tage Noahs. Und er hat ein Buch geschrieben, das genau über diese Zeit geht.
Die Welt vor der Sintflut. In Rick Renners neuestem Buch spricht er über gefallene Engel, Riesen, Nephilim, die Welt vor der Flut und was das für uns als Gläubige bedeutet. Dieses Buch hilft uns dabei, die Welt vor der Sintflut zu entdecken, eine Zeit, in der gefallene Engel und Riesen auf der Erde unterwegs waren. Mit Hilfe von Archäologie und historischen Analysen nimmt Rick Renner uns mit in diese Zeit, zeigt uns die Zivilisation vor der Flut, wo die Arche Noah heute ist und wie die geistliche Verdorbenheit damals zur Sintflut geführt hat. Und das Spannendste ist eigentlich, wie das alles mit unseren heutigen geistlichen Zuständen und der Endzeitprophetie zusammenhängt. Dieses Buch solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Stelle dein Exemplar noch heute auf unserer Webseite oder ruf die eingeblendete Nummer an. Bestelle dein Exemplar von Gefallene Engel, Riesen, Monster und die Welt vor der Flut von Rick Renner für 17,50 Pfund. Nur in Englisch erhältlich. Wenn du nicht in Großbritannien wohnst, frag bitte nach den Versandkosten. Besuche unsere Webseite oder ruf uns an unter 01225787310. Dieses Buch schenkt Hoffnung und ruft Gläubige weltweit zur geistlichen Wachsamkeit auf. Für weitere Informationen wende dich sich gern an Ihr Regionalbüro. Alles, was Rick Renner uns diese Woche beibringt, findest du in genau diesem Buch, das wir hier gerade anbieten. Dishsa, der Titel allein weckt sofort dein Interesse. Gefallene Engel, Riesen, Monster und die Welt vor der Sintflut. Was ist damals eigentlich passiert? Gott hat gesagt, wie es vor der Sintflut war, so wird es wieder sein. Also, wir sollten das verstehen, aber keine Angst davor haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rick, sag mir doch mal, was die Leute, wenn sie dieses Buch lesen, daraus mitnehmen werden. Als erstes wird es die Bibel für sie aufschließen. Viele Dinge aus der Geschichte bleiben für viele Menschen unverständlich. Viele Antworten darauf stehen aber in diesem Buch. Und das gibt den Menschen Frieden darüber, was gerade alles in der Welt passiert, weil da wirklich verrückte Dinge geschehen. Und viele fragen sich, warum? Jesus hat gesagt, was vor der Sintflut auf der Erde los war, das wird am Ende der Zeit wieder passieren. Und genau das erleben wir jetzt. Aber wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, Gott will uns keine Angst machen, sondern er will uns vorbereiten. Und wenn du dieses Buch liest, oder egal wer dieses Buch liest, du wirst dich viel besser vorbereitet fühlen und es wird Fragen beantworten, die du dir schon lange stellst, zum Beispiel über Aliens, Riesen, Nephilim. Es ist ein erstaunliches Buch. Da gehen wir diese Woche auch noch drauf ein, weil ich da ein paar Fragen habe. Verschwörung oder vielleicht doch keine Verschwörung. Ist es überhaupt eine Verschwörung, bis es sich als wahr herausstellt? Oder? Deshalb freue ich mich total auf diese Woche, weil ich endlich Antworten auf ein paar von meinen Fragen bekommen will. Und ich finde, das, was wir heute über die Arche besprochen haben, das ist einfach unglaublich, dass wir wirklich in einer Zeit leben, in der das den Menschen offenbar wird. Deshalb, schaltet unbedingt ein, denn diese Woche wird richtig stark. Holt euch dieses Buch, schaut auf der Webseite vorbei. Rick, danke dir, dass du heute hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und wir wollen dir sagen, Gott liebt dich, wir lieben dich und Jesus ist Herr. Kenneth Copeland Ministries hilft dir, geistlich zu wachsen und jeden Tag im Sieg zu leben. Stärke deinen Geist mit Gottes Wort. Schau dir die Believers Voice of Victory Sendung auf der Website an oder lade sie herunter. Lies Glaubensartikel im Believers Voice of Victory interaktiven Magazin oder unsere täglichen Andachten aus Glauben zum Glauben. Alles ist kostenlos verfügbar. Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.